Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal gibt es wieder ein Brickman Special. Wir sind ja nämlich normalerweise in den Brickman Lastwagenwochen drinnen. Und wie man unschwer erkennen kann, schaut das ein bisschen anders aus wie ein Lastwagen. Es ist nämlich aus der Kada Master Serie der Heavy Bulldozer, der C61056 mit 2826 Teilen aus dem Jahr 2022 hier. Ich habe mir gedacht, ich mache wieder ein zweites Video mal unter der Woche, weil dieses Set wurde mir zur Verfügung gestellt von der Firma LesD. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ich möchte es aus aktuellem Anlass, nämlich weil es ist brandneu, eben parallel zum Brickman Lastwagenwochen herzeigen. Deswegen gibt es wieder mal ausnahmsweise ein zweites Video in der Woche. Die Kada Master Serie ist ja so, dass Kada hier von einem Designer das Modell zur Verfügung gestellt bekommen hat. Diesmal ist es der Designer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Masei Szymanski, der das designt hat, und Kada hat das dann übernommen und entlohnt ihn dann dafür. Es ist bei den Master Series immer ein toller Karton oder eine tolle Verpackung, besser gesagt, dabei. Auch hier, es ist erhaben, der Druck. Man sieht einzelne Elemente, wie dieser Aktuator hier oder bei den Ketten. Sogar das Antriebsritzel hier draußen ist erhaben gedruckt und schön in Farbe, in Hochglanz. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das ist echt eine ganz tolle Verpackung. Leider Gottes hat sie der Postbote oder der Paketzusteller nicht so viel Mühe gegeben. Man sieht, da unten ist es beschädigt. Es ist da ein bisschen beschädigt und eingeknickt. Ja, sie haben nicht wirklich aufgepasst beim Transport. Schade, schade. Zur Verpackung selbst. Wie gesagt, Vorderseite mit Aufdruck, mit Hochglanzaufdruck und erhaben. Es ist von innen quasi herausgedrückt, das Modell. Es greift sich toll an. Es ist im Maßstab 1:16 das Modell. Wir können ja noch schauen, auf der Seite ist auch das Modell abgebildet. Hier die Rückseite vom Karton. Da sieht man auch die Rückseite vom Bulldozer. Er schaut mir verdächtig nach einem Caterpillar D8T Dozer aus. Ich denke mal, das wird dem Herrn Szymanski als Vorlage gedient haben. Hier ist der Druck nicht erhaben. Es ist ganz normal abgebildet. Leider Gottes hat es hier auch einen Riss. Man sieht es hier. Es ist, wie gesagt, nicht gut umgegangen worden mit der Verpackung. Schade drum. Es ist nämlich wirklich, es zahlt sich wirklich aus, so eine tolle, schöne Verpackung für so ein Modell aufzuheben und nicht wegzuwerfen. Abgebildet sind auch noch die Funktionen des Dozers. Hier sieht man das vordere Schild. Es kann hoch und runter gehoben werden. Da sieht man auch, ich probiere es mal zum Zoomen. Geht nicht gut, weil die Kamera jetzt fix ist. So, ja, so geht's doch. Man sieht, vorn sind schwarze Aktuatoren verbaut, die das ganze Schild auf- und absenken können. Und hier der kleine Aktuator, der ist dafür zuständig, dass es zurück und noch vor gekippt werden kann, das Schild. Hier ist noch abgebildet die LED-Beleuchtung am Heck und hier der Aufreißer, also das große Ding da, das kann auch in der Höhe und in der Neigung verstellt werden. Und was man hier auch schön sieht, es gibt links und rechts, also hier und oben das gleiche, also 4 Stück gelbe Aktuatoren. Und die können das Ganze heben und kippen hinten. Was haben wir noch drauf? Da unten gibt es dann die Motoren. Hier der Akku, es sind 2 Akkus, 4-Kanal-Akkus sind drinnen. Es gibt 5 L-Motoren,
2 Mikromotoren, auf die bin ich schon ganz besonders gespannt, wie die funktionieren. Sowas habe ich noch nie gehabt. Da sind 2x2 LEDs dabei und was auch besonders ist, es gibt 2 Fernbedienungen. Da bin ich auch schon gespannt. Hier haben wir noch die LEDs für vorne. Und was haben wir hier? Da kann man die Motorklappe seitlich öffnen und hier ist der Antrieb schematisch dargestellt. Was ich schon gesehen habe bei diversen YouTube-Kollegen, der Antrieb ist was Besonderes. Er ist nicht wie herkömmliche Raupenlaufwerke oder Kettenlaufwerke gebaut. Es ist irgendwie anders. Ich kann es noch nicht sagen wie. Ich werde es natürlich versuchen aufzubauen und zu analysieren und wie das Ganze funktioniert. Da bin ich echt schon sehr gespannt. Oben auf der Abdeckung, jetzt ist leider am Kopf, aber es ist nochmal der Dozer abgebildet und eine 1:1 Darstellung vom Antriebsrad. Was ich auch noch dazu sagen muss, das Antriebsrad selber ist tatsächlich hier oben und nicht hier unten. Das echte Modell hat nämlich auch hier oben das Antriebsritzel. Das hat den Vorteil, dass es weniger schmutzanfällig ist und dadurch auch weniger Defekte entstehen können. Da haben sich Caterpillar und auch Liebherr, gibt es glaube ich auch einen, und diverse andere Hersteller, die sind dazu gegangen und haben das Antriebsritzel nach oben gesetzt, weil es eben so weniger empfindlich ist. Gut. Wie gesagt, das Set wurde mir von der Firma Lesdi zur Verfügung gestellt. Ich möchte mich auf diesem Wege nochmal herzlichst bedanken. Die Firma Lesdi, ich blende das dann unten ein, hat eine Homepage, die ist komplett auf Deutsch, lesdi.de, und wenn man dort ein bisschen reinschmökert, sieht man, dass die nicht nur normale Sets wie dieses zum Verkauf anbieten. Sie haben auch noch Metallpuzzles. Ich habe das schon mal erwähnt in meinem ersten Video, was ich für Lesdi aufgebaut habe. Das Modell war der C63002, der Fengsheng Wing Supercar. Wer mag, kann sich das auch anschauen. Und dort habe ich jetzt schon erwähnt, wie gesagt, die haben Metallpuzzles, 3D Metallpuzzle, finde ich komplett genial in den Steampunk-Stil. Und was ich ganz besonders toll finde, die Firma Lesdi verkauft MOCs. Und zwar nicht nur irgendwelche, sondern von den Designern autorisierte MOCs. Das ist so ähnlich wie das hier, dass ein Designer quasi ein Modell erfindet oder sich ausdenkt, und meistens ist es so, dass dann auf Rebrickable, glaube ich, heißt die Seite, dann die PDF-Datei hochgeladen wird von dem Designer und man kann sich dann dieses gegen ein bisschen Entgelt runterladen und versuchen dann das nachzubauen. Und die Firma Lesdi macht das ein bisschen anders. Die hat sich mit demjenigen Designer für dieses Modell, was man sich gerade heute interessiert oder das sie halt anbieten auf der Seite, in Verbindung gesetzt, und die machen dann also ein quasi Joint Venture. Der Designer gibt ihnen die PDF oder die Vorlage, wie man dieses Modell baut, und Lesdi sucht dann für diesen Modell die Teile zusammen und versendet sie dann. Ich finde das echt komplett cool. Also das habe ich sonst noch nirgends gesehen, und die Firma Lesdi ist, glaube ich, soweit ich weiß, die einzige, die das so macht. Und schaut mal drauf, man findet da wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Wie gesagt, ich möchte mich nochmal bedanken bei der Firma Lesdi, dass sie mir das Set zur Verfügung gestellt hat, und ich freue mich schon riesig, dieses Modell da aufzubauen und vor allem die Technik dahinter zu verstehen
und euch auch zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Gut, machen wir schnell noch ein Unboxing. Achso, ja, was ich noch vergessen habe, die Firma Lesti hat mir jetzt auch einen Affiliate-Link zur Verfügung gestellt. Das heißt, derjenige, der etwas bestellen möchte, kann das über meinen Affiliate-Link machen und ich bekomme dann noch ein bisschen was von der Firma Lesti dann bezahlt. Gut, so viel dazu. Jetzt zum Unboxing. Die Box, habe ich eh schon erklärt, ist wirklich toll und erhaben gedruckt. Es greift sich toll an. Es ist leider Gottes beschädigt ein bisschen, aber ja, was soll ich machen? Ich habe es eben so bekommen. Ich kann damit leben. Es ist nicht so schlimm. Aber schön wäre es natürlich bei so einer tollen Verpackung, wenn die auch bei dem Endverbraucher dann in einem guten und nicht zerstörten Zustand ankommt, weil dann hat man gleich nochmal viel mehr Freude. Gut, packen wir es mal aus. Mal anheben. Zack. Das wäre mal dieses. Was man auch hier schön sehen kann, es ist noch einmal alles in Silber abgedruckt. Die Silhouette des Dosers finde ich auch toll gemacht. Hier hat man die einzelnen Bauschritte reingegeben. Ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, es gibt 7 Bauabschnitte und 742 Bauschritte. Dann ist das Ding fertig. Upsala. Irgendwie muss ich das ja rausbringen. So, genau. Das ist Bauabschnitt 1, die Schachtel. Was haben wir hier? Bauabschnitt 2. Das wird, das ist Bauabschnitt 5, ist nicht Bauabschnitt 3. Hier fällt schon der Bauplan entgegen, besteht aus 3 Teilen. Schauen wir uns dann noch an. Das ist so ein Platzhalter, damit sich das von der Höhe her schön ausgeht. Legen wir da her. Da unten haben wir, was haben wir da? Bauabschnitt 3. Und da ist, wo ist es? Bauabschnitt 4. Okay, jetzt habe ich mir, wenn ich mir jetzt nicht richtig, habe ich mir jetzt verzählt, es gibt ja 7 Bauabschnitte. 1, 2, 3, 4 und 5. Okay, es gibt nur 5 Boxen, aber 7 Bauabschnitte. Okay, na, dann müssen wir mal schauen, wie sie das dann aufgeteilt haben. Komisch. Okay, Tisch ist voll. Ich werde jetzt da ein bisschen was aufräumen und dann schauen wir noch kurz in die Bauanleitung rein und dann können wir schon loslegen oder kann ich schon loslegen. Ich freue mich schon wirklich drauf. So, mein Tisch ein bisschen aufgeräumt. Hier sieht man die 3 Bauanleitungen. 1, 2, 3. Es wird aufgeteilt, komischerweise, in 3 Teile. Sie machen nicht eine große, sondern 3 kleine. Witzigerweise, wie man hier sieht, ist es die Seite 61 bei Bauleitung Nummer 1 und bei Bauanleitung Nummer 2 geht es dann hier weiter mit Seite 62. Die endet wieder mit Seite 131 und da fängt man an mit Seite 132. Ja, die machen das so, alles okay. Insgesamt, wenn wir schon dabei sind, gibt es 205 Seiten. Hier am Schluss sind dann noch ist noch die Legende drin, welche Bauteile reingekommen sind. Sind ganz schön viele, knapp 3000 Teile, wie gesagt, 2826 sind es. Und hier am Anfang gibt es die Erklärungen, wie man die Motoren bedient, dass man umschalten kann, die Laufrichtung. Hier nochmal das gleiche. Hier wird gezeigt, wie der Teiletrenner funktioniert.
Und hier ist es abgebildet, wie die einzelnen Bauabschnitte in die einzelnen Verpackungen drinnen sind. Jetzt schauen wir mal, weil ich ja vorher nur 5 Boxen gezählt habe und es gibt 7 Bauabschnitte. Hier sieht man, in der ersten Box ist A, B und C drinnen. Kala macht das ja nicht mit Schritten, sondern mit A, B und C. Man sieht hier zum Beispiel ist Schritt A 22 und in der zweiten Box ist Abschnitt D drinnen. In der 5. Box ist anscheinend nur die Power-Funktionen drin, die Power-Functions, wenn man so will. In der 3. Box ist Bauabschnitt E und in der 4. ist F und G drinnen. Okay, so jetzt wissen wir das auch. Da wird noch gezeigt, wie die Motoren zu bekleben sind mit den einzelnen Farben. Es sind ja mehrere Motoren drinnen, da wird es schon empfohlen, dass man die anklebt, dass es nicht zu Verwechslungen kommt. Wenn man da so reinschaut, ich finde, es schaut echt lässig aus, wie durch das, dass es ja mit Technik Bricks gebaut wird, hat es ein bisschen den Charme der Lego-Technik aus den 80er und 90er Jahren. Erinnert mich wirklich wieder sehr zurück an meine Kindheit, wie ich damals als kleiner Bub Lego gebaut habe, Technik-Lego gebaut habe. Echt lässig, hat voll den Charme der früheren Lego-Zeit. Super, super, hier auch. Freue mich echt schon drauf. So, das war's mit der Bauanleitung und ich lege jetzt los mit Bauabschnitt A oder Bauabschnitt 1, wie man halt will. Der Bauabschnitt 1 oder Bauabschnitt A ist beendet. Gebaut habe ich das vordere Untergestell des Bulldozers inklusive Fake-Motor, 4-Zylinder-Reihenmotor, inklusive Antrieb, also das ist der L-Motor für den Antrieb des vorderen Schildes. Hier kann man dann rauf und runter heben das Schild und inklusive der 2 Fahrmotoren und dem Getriebe, das dann später zuständig ist für vorwärts, rückwärts, links und rechts. Gebraucht habe ich dafür gute 2 Stunden. 6 Tüten wurden verbaut und 149 Bauschritte waren dafür notwendig. Achso ja, 2 LEDs sind auch noch dazu gekommen für vorne. Habe ich ganz vergessen. Schauen wir es uns im Detail an. Es ist sehr viel Technik Brick verbaut worden hier, was mir wiederum sehr viel Spaß macht. Es sind ganz wenig Liftarme nur dazugekommen, hier ein bisschen und da ein bisschen, auch beim Motor ein wenig, aber das war es dann eigentlich. Und
Das erinnert mich an meine Kindheit zurück, wie ich früher mit dem Technik-Lego hantiert habe. Da hat es eigentlich auch nur die Dinger gegeben und keine Liftarme noch. Der Motor hier oben ist wie gesagt ein Vierzylinder-Reihenmotor in ganz herkömmlicher Bauweise. 2 Zylinder allerdings sind verdeckt, man sieht nur die hinteren 2. Das hier habe ich da mal so raufgestöpselt, damit es mir nicht immer im Weg ist mit den Kabeln. Vorne, wie gesagt, ist der Antrieb für das Schild drauf gekommen. Ist ein ganz normaler L-Motor, der hier mit einer Achse auf dieses Zahnrad geht. Die sind dann kraftschlüssig jeweils auf die äußeren Zahnräder und die wiederum haben dann hier eine Verbindung mit den Achsen. Und hier rauf, schätze ich mal, wird später dann auch noch ein Zahnradpaar oder vielleicht mehr sogar raufkommen, die dann mit den Aktuatoren in Verbindung dann stehen, die dann das Schild heben und senken können. Das war es eigentlich sonst, ja, ist nicht viel dazugekommen. Unten sieht man die 2 Motoren, die für das Fahren zuständig sind. Aber hier, ganz witzig, nicht herkömmlich, wie man glaubt, dass die eine Seite, also der eine Motor für eine Seite zuständig ist und der andere Motor für den Antrieb der anderen Seite. Nein, so ist es nicht. Hier ist es um einiges komplizierter, aber auch faszinierender. Also ich muss sagen, der Herr Szymanski Maciej, ich glaube, ich habe ihn richtig ausgesprochen, oder ich hoffe es zumindest, muss ich sagen, Hut ab, eine exquisite und umwerfende Arbeit, was der da abgeliefert hat. Ich habe selbst müssen einige Zeit in Anspruch nehmen, um mich hineindenken zu können, was er da zusammengebaut hat oder sich ausgedacht hat hier. Es ist echt ganz großes Kino, also Hut ab, meinen ganz großen Respekt an diese Leistung, was er hier vollbracht hat. Eine kleine Warnung an alle, es kommt jetzt ein Versuch, den Antrieb hier zu erklären. Es wird jetzt ein wenig länger dauern. Für all jene, die es nicht interessiert, können ja vorspulen. Es geht dann weiter mit Bauabschnitt 2 gleich. Und für all jene, die es interessiert, hier wie gesagt der Versuch, den Antrieb zu erklären. Folgendes: Es ist nicht so, dass, wie manche glauben, dass einfach eine Seite abgebremst wird und er dadurch lenken kann, mitnichten. Es ist um einiges komplizierter, aber wie gesagt auch sehr viel faszinierender. Folgender Sachverhalt. Ich denke mal, dass dieser Motor hier zuständig ist fürs Vorwärts- und Rückwärtsfahren und dieser Motor hier ist fürs Lenken zuständig. Wie funktioniert das Ganze? Dieser Motor hat eine Achse hier rauf, die geht bis hierher und auf dieser Kreuzachse ist dieses Zahnrad verbunden und dieses kleine hier im Differential drinnen. Man kann es sogar drehen mit dem Finger. Man sieht, das funktioniert gut. Ich probiere mal ein bisschen zum Zoomen. Hier drehe ich und dann sieht man schon, das Zahnrad dreht in die gleiche Richtung, wie ich unten drehe und das obere dreht in die entgegengesetzte Richtung. Warum ist das so? Es gibt hier einmal einen 90 Grad Knick und hier nochmal einen 90 Grad Knick. Zweimal 90 Grad ist 180 Grad und das hier macht quasi die Rockford-Wende. Für alle, die das kennen, eine Serie aus den 70er Jahren. Jim Rockford, Detective Rockford, legendäre Kehrtwende mit dem Auto, rückwärts, ein Hoch auf Jim Rockford. Der Darsteller war, glaube ich, der James Garner. Und ihr könnt ja mal nachschauen, was die Rockford-Wende ist. Aber ich schweife schon wieder ab.
Wie gesagt, 90 Grad zweimal, sind 180 Grad und da oben kommen wir dann raus. Dieses Zahnrad nämlich hier ist verbunden mit diesen und dies wiederum mit diesen tannfarbenen. Das tannfarbene ist mit dieser Achse hier drunter verbunden, diese da. Und auf dieser Achse sitzt ein kleines Zahnrad da unten. Ein bisschen sieht man es, glaube ich. Und dieses kleine ist mit dem großen verbunden. Und dann sieht man schon, zweimal gibt es eine Untersetzung, klein auf groß. Und hier nochmal klein auf groß. Dieses große dann ist verbunden mit dieser Achse. Diese Achse wird dann später hier noch ein Zahnrad drauf bekommen und in 90 Grad Winkel hier kommt dann noch ein Zahnrad, also nochmal klein auf groß. Und das geht dann raus auf den Endantrieb draußen. Ich meine nämlich genau das hier. Das ist dann der Endantrieb, der wird dann die Kette von diesem Ding hier antreiben. Wir sind übrigens ziemlich genau hier. Das haben wir gerade gebaut, so wie ich gerade gebaut. Und da hinten ist dann der Endantrieb. Gut, so viel jetzt mal dazu. Also, man sieht, es dreht sich, aber es dreht sich auch die andere Seite mit. Und zwar gegenläufig, wenn ich hier drehe. Wie Kompass. Das Rätsels Lösung ist hier drinnen. Da und da sind zwei Zahnräder. Wenn ich jetzt drehe, sieht man, diese Zahnräder laufen mit. Da oben rauf auch noch zum tannfarbenen. Und das tannfarbene ist dann verbunden mit dem Motor vorne. Da sieht man, wie die Kolben rauf und runter gehen. Aber das ist nur nebensächlich, das ist nur der Antrieb für den Motor hier. Wichtig sind diese zwei da drinnen. Schauen, ob man es irgendwie einfangen kann. Geht das? Ganz leicht sieht man unten das tannfarbene rauslugen hier. Die sind nämlich verbunden. Also das tannfarbene, da wo ich vorher gerade angetrieben habe, ist verbunden mit diesen. Dieses graue hier ist verbunden mit diesen. Und darunter, sieht man es nicht, ist zu dunkel, gibt es noch ein tannfarbenes. Und das ist nämlich dann das zweite hier, das da. Also hier habe ich ihn angetrieben und zwei Zahnräder hier ergeben dann das Resultat, dass dieses in die Gegenrichtung läuft. Und das ist nämlich ganz wichtig, deswegen hacke ich da so lang drauf herum. Weil man sieht, es ist auch mit dem Zahnrad dann verbunden mit einer Achse. Hier fängt nämlich die Achse extra an, die ist nicht darunter verbunden, die ist nämlich getrennt, die geht darauf. Wieder zweimal 90 Grad, 180 Grad. Gibt es eine Richtungsumkehr dann. Und man sieht hier ganz schön, dass es in die Gegenrichtung läuft. Und man achte auch bitte auf die Zahnräder hier. Die laufen auch gegenläufig. Und das ist auch ganz wichtig. Und zwar deshalb, weil, wenn man auf diese zwei jetzt schaut, dieses und auf dieses. Die müssen auch gegenläufig laufen. Tun sie auch. Wenn man sich jetzt vorstellt, hier würden nochmal Zahnräder drauf kommen. Hier eins und hier eins. Die drehen dann gegenläufig zu diesen hier, zu diesen tannfarbenen. Man sieht, das geht gegen den Uhrzeigersinn, das geht mit den Uhrzeigersinn. Weil ja dahinter die zwei Zahnräder sind noch. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Warum ist es wichtig, dass die gegenläufig sind? Und zwar deshalb, wenn man sich jetzt vorstellt, dieses Zahnrad würde hier oben drauf stecken und dieses Zahnrad würde hier oben drauf stecken. Ich habe ja erklärt, es kommt dann noch ein weiteres hinzu in 90 Grad Richtung, das geht zum Endantrieb in diese Richtung und da kommt ein 90 Grad Zahnrad noch dazu, das geht dann zum Endantrieb in diese Richtung. Und jetzt schauen wir mal so, das läuft gegen den Uhrzeigersinn, würde dann dieses Zahnrad in diese
wenn ich das 90-Grad-mäßige meine ich jetzt, was zum Endantrieb dann geht, würde dann das Zahnrad in diese Richtung laufen lassen, also im Uhrzeigersinn. Und wenn ich da jetzt im 90-Grad-Winkel ein Zahnrad dazu mache, das zum Endantrieb geht, drehe ich jetzt, das würde dann gegen den Uhrzeigersinn drehen. Also hier gegen den Uhrzeigersinn zurück und hier mit dem Uhrzeigersinn, aber an der anderen Seite, auf der rechten Seite, dreht er auch zurück. Und jetzt merkt man schon, das dreht zurück, das dreht zurück. Genau. Jetzt würde das Fahrzeug rückwärts fahren. Klar soweit? Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verstanden. Deswegen ist es wichtig, dass dieses Zahnrad in die andere Richtung dreht wie dieses. Weil ja zwischen links und rechts ein Unterschied ist. Und da muss das eine nämlich nach vordrehen und das andere nach zurück. Und dann haben wir quasi einen Rückwärts- oder Vorwärtsgang drinnen. Entweder so oder so. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich rübergekommen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass der Motor hier für Vorwärts und Rückwärts zuständig ist. So, jetzt haben wir das. Wie funktioniert jetzt die Lenkung? Dieser Motor hier ist dann logischerweise für die Lenkung zuständig. Da sieht man, das ist nur eine kurze Achse, die geht hier rauf auf das schwarze Zahnrad. Das schwarze ist verbunden mit dem tannfarbenen und das tannfarbene hat eine Kreuzachse hier rauf auf das kleine graue hier, dunkelgraue, Dark Bluish Gray von mir aus. Und dieses Zahnrad ist in Kraftschluss mit den größeren Zahnrädern hier, die ja mit dem Differentialkorb verbunden sind. Wir drehen jetzt da einfach mal bei diesem Zahnrad und man sieht, genau so ist es. Es dreht sich jetzt der ganze Differentialkorb oder beide. Und das, was besonders ist hier, die drehen sich in die gleiche Richtung, beide. Das ist nämlich jetzt auch wichtig, warum das jetzt so ist. Und zwar, nochmal hier drehen, da sieht man, gegenläufig. Und wenn ich jetzt hier drehe, dreht sich das auch zwar, das ganze Korsett da mit den Zahnrädern, aber es dreht sich in die gleiche Richtung. Man sieht, auch wenn man auf die beiden tannfarbenen größeren schaut, es dreht sich beides in die gleiche Richtung. Wie schon gesagt, warum ist das wichtig? Und zwar, wie vorher eben erklärt, brauche ich hier eine andere Drehrichtung als hier, weil sonst würden die Endantriebe nicht in die gleiche Richtung drehen. Und wenn ich jetzt beide, also dieses Zahnrad und dieses Zahnrad, in die gleiche Richtung jetzt drehe, so wie hier, dann würde sich dieses Zahnrad so drehen, das zum Endantrieb geht, und das andere in die gegengesetzte Richtung. Das heißt, wir könnten mit dem einen Antrieb noch vorwärts fahren und mit dem einen Antrieb noch rückwärts. Jetzt würde sich das ganze Gerät, der Bulldozer, quasi am Stand im Kreis drehen, weil ja diese eine Kette sich so dreht und die andere Kette dreht sich noch vor. Somit haben wir den typischen am Point, quasi am Punkt drehenden Antrieb. Deswegen brauchen wir diesen Motor, der das ermöglicht, dass man am Stand drehen kann. Aber wie funktioniert das jetzt während der Fahrt? Warum kann ich während dem Fahren links und rechts fahren? Das ist jetzt das Ausgeklügelte dabei. Und zwar muss man jetzt achten auf diese Zahnräder. Einmal dieses und einmal dieses. Also das da oder das da. Wenn ich jetzt
Jetzt wird es ein bisschen kompliziert zum Erklären, ich hoffe, dass ich es einigermaßen zusammenbringe. Wenn ich jetzt eine Drehbewegung mache, so, dann sieht man, dass die, wie gesagt, gleich drehen, habe ich ja schon erklärt. Und hier mache ich jetzt eine Bewegung so und kombiniere das jetzt. Was passiert? Auf den Endantrieb bitte, auf diese zwei Tannfarbenen schauen, das ist nämlich ein bisschen leichter zu erkennen. Jetzt ist das rechte, dreht sich viel schneller als das linke. Und ich drehe aber beide gleich schnell. Wie kann das sein? Wie geht das? Ganz einfach. Drehen wir nochmal her. Jetzt bitte auf dieses Zahnrad da schauen, nur auf dieses. Das hier da drinnen im Differential. Ich mache jetzt nämlich die gleiche Bewegung wieder wie vorher, also ich drehe in diese Richtung, aber mit dem anderen Zahnrad drehe ich in die entgegengesetzte Richtung. Also hier möchte ich so drehen und mit dem anderen Zahnrad drehe ich genau entgegen, hier oben. Und diese Gegenbewegung hier verursacht, dass hieraus der Antrieb längsamer wird, weil ich ja entgegen dieser Drehrichtung mein Zahnrad drehe. Ich glaube, man sieht es. Und das nämlich bewirkt, dass das obere jetzt langsamer dreht. Das ist die Gegenbewegung. Und warum dreht das jetzt da aber schneller? Das ist deshalb so, weil ich jetzt keine Gegenbewegung mache auf dieser Seite, sondern mit der Drehbewegung des Differentials mitgehe und somit das Ganze noch erhöhe, die Drehzahl. Und deswegen hier schneller. Okay? Soweit verstanden? Ich hoffe es zumindest. Und jetzt kann ich versuchen, nicht diese Seite schneller drehen zu lassen, sondern diese Seite schneller drehen zu lassen. Genau, und das funktioniert auch. Jetzt steht die rechte Seite fast und die linke dreht sich schneller. Wie mache ich das? Auch wieder, jetzt drehe ich nämlich diese Seite gleich wie vorher in diese Richtung, aber jetzt mache ich da die gleiche Bewegung. Das heißt, ich gehe mit der Bewegung des Differentials mit und erhöhe sozusagen die Ausgangsgeschwindigkeit hier, indem ich in die gleiche Richtung dieses Zahnrad mitdrehen lasse. Und dadurch dreht sich das schneller und das andere langsamer. Und so kann man sich schon vorstellen, dass die eine Seite, also die linke Seite in dem Fall, wo die Kette montiert ist, schneller dreht und die rechte Seite, wo die Kette montiert ist, langsamer dreht oder fast still steht. Okay, ich demonstriere es nochmal. Jetzt mache ich diese Seite schneller. Die andere steht fast. Und jetzt mache ich diese Seite wieder schneller. Jetzt steht die andere fast. Okay? So funktioniert das Ganze. Wie gesagt, ich reduziere die Geschwindigkeit des Zahnrades oder quasi den Ausgang hier dieses Zahnrades einfach, indem ich entweder eine entgegengesetzte Bewegung mache mit dem Motor hier. Mit dem Motor kann ich eine entgegengesetzte Bewegung zum Differential hier machen und dadurch wird das Ganze natürlich hier langsamer. Oder ich mache mit dem Motor eine gleiche Bewegung, wie sich das Differential dreht und erhöhe sozusagen hier am Ausgang die Geschwindigkeit. Und so lenke ich. Es ist, wenn man es weiß, wie es funktioniert, ist es total genial und auch relativ einfach. Und ich bin, wie gesagt, voll
vollkommen begeistert, dass sich einer sowas ausdenkt. Man muss einmal auf sowas mal kommen, dass man so einen Antrieb macht. Also ich bin dermaßen begeistert. Hut ab, meinen größten Respekt, Herr Schimanski. Super gemacht, ganz, ganz großes Kino. Wirklich toll. Ich kann nicht mehr sagen dazu. Bin begeistert und freue mich schon, wie es weitergeht, nämlich mit dem zweiten Bauabschnitt. Der zweite Bauabschnitt oder Bauabschnitt B ist beendet. Gebaut habe ich den hinteren Teil des unteren Rahmens. Gebraucht habe ich dafür eine gute Stunde. Es war diesmal der kleinste Bauabschnitt mit nur 57 Bauschritten und 3 kleine Tütchen wurden nur verbaut. Was ist genau im Detail dazu gekommen? Und zwar, man sieht bis hierher, oder man sieht es auch unten, bis hierher war der erste Teil und dieses ab hier ist der zweite Teil, der Teil B ist da dazugekommen. Es sind wieder 2 L-Motoren dazugekommen, die dann den hinteren Aufreißer steuern. Ein Motor ist zuständig für die 2 unteren Aktuatoren und der andere Motor ist für die oberen 2 Aktuatoren zuständig. Ein Aktuatorpärchen hebt und senkt ja das Ganze hinten und das zweite Aktuatorpärchen, das kippt dann das Ganze. Es ist wenig spektakulär, es sind ein paar Zahnrädchen da dazugekommen und wie gesagt, es ist relativ einfach alles umgesetzt. Man sieht nur ein paar Zahnrädchen, die ineinander greifen und dann die jeweiligen Aktuatoren ansteuern. Mehr ist dann nicht wirklich dazugekommen. Was allerdings mich sehr freut, dass meine Theorie, die ich vorher aufgestellt habe, beim Antrieb doch sich bewahrheitet hat. Und zwar sieht man ja, ich habe dann später gemeint, schauen, ob ich das irgendwie drauf bringe, so, dass man das auch sieht. Ich habe ja vorher gemeint, dass hier oben ja die Achsen rauskommen für links und rechts und dann noch jeweils ein Zahnrad auf diese Achsen drauf kommt und dann im 90° Winkel gehen dann die Endantriebe raus, hier und hier. Also da und da kommt dann der Endantrieb drauf, der dann die Ketten ansteuert oder worüber die Ketten laufen und das Ganze dann angetrieben wird. Und jetzt kann ich das schön herzeigen in der Praxis, so wie ich es gemeint habe. Ich habe mir da zu diesem Zwecke vom dritten Bauabschnitt was zweckentfremdet und möchte es kurz demonstrieren. Einmal hier und einmal hier. Das ist wie gesagt dann der Endantrieb und darüber läuft dann die Kette, die geht dann so nach vor, wieder so zurück und auf der anderen Seite das gleiche. Die habe ich nur drauf gesteckt, die Zweierpins, die schwarzen, damit man es besser erkennt, dass sich das Ganze dreht. So, ich habe ja vorher erzählt, dass der eine Motor für vorwärts-rückwärts ist und der andere Motor für links und rechts. Und genauso ist es auch. Das bricht wieder runter, das nehme ich gleich wieder weg. Und zwar, wenn ich jetzt da bei diesem Zahnrad, also dieses hier, da haben wir ja vorher festgestellt, ich will ein bisschen reinzoomen, dass sich nur die Zahnräder im Differential drehen, diese dann weiter verbunden sind hier draußen und dann hier rausgehen.
Und wenn man jetzt schaut, ich drehe jetzt bei den einen Zahnrad, also dieses hier, und da kann man schon sehen, dass sich beide Räder, also die Endantriebe hier und hier, vorwärts drehen. Also ist der eine Motor wirklich für vorwärts und rückwärts zuständig. Gedreht in die andere Richtung, dann geht das Ganze wieder zurück. So, jetzt drehe ich an diesem Zahnrad hier, ich zeige es wieder so, das ist ja das Zahnrad, falsch, das war's, das die Differentiale selber drehen lässt. Man sieht es hier genau. Und da habe ich ja gesagt, weil die jetzt gleichzeitig in gleiche Richtungen drehen, ist dann am Ende so, dass die Endantriebe einer vorwärts und einer rückwärts läuft. So, jetzt drehe ich da dran an diesem Zahnrad. Und jetzt erkennt man, das eine läuft vorwärts und das andere läuft rückwärts. Und somit kann sich der Bulldozer dann an einer Stelle drehen, weil ja eine Kette nach vorwärts, eine Kette nach rückwärts läuft. Also stimmt meine Theorie, passt das so. So, und jetzt drehe ich wieder beide Zahnräder. So simuliere ich ja ein Vorwärtsfahren mitsamt einer Lenkung, damit ein Rad schneller und ein Rad langsamer läuft. Das probiere ich gleich, ob ich das irgendwie zusammenbringe. Es ist ein bisschen eng hier. Hey, wie mache ich denn das? So muss ich ein bisschen ums Eck. Moment. Ich probiere das. Und da sieht man eindeutig, das rechte Rad dreht sich viel schneller als das linke. Und somit fahre ich dann quasi eine Linkskurve, weil ja das rechte schneller dreht und das linke mehr oder weniger langsam dreht, fahre ich dann so eine Linkskurve. Jetzt probiere ich, dieses Rad langsamer zu drehen lassen und dieses Rad schneller. Upsala, jetzt habe ich wieder was runtergerissen. Uiuiui, wo ist denn das wieder runtergefallen? Ja, macht nichts, werde ich schon wieder finden. So. Jetzt sieht man, das linke dreht schneller und das rechte dreht langsamer. Also meine Theorie stimmt sozusagen. Bin ich sehr froh darüber, dass ich keinen Schwachsinn erzählt habe. Da ist es runtergebrochen. Und habe hiermit quasi den Beweis geliefert, dass der Antrieb so funktioniert. Ja, super. Das war's für den Bauabschnitt 2 oder Bauabschnitt B. Und weiter geht's mit Bauabschnitt C oder Bauabschnitt 3. Freue mich schon. Der Bauabschnitt 3 oder Bauabschnitt C ist beendet. Gebaut habe ich die Laufwerke links und rechts, etwas Verkleidung, vorne ist schon, was sagt man beim Bagger oder beim Caterpillar auch Spritzwand, weil beim PKW heißt es ja Spritzwand, ist dazugekommen. 2 Akkus, wieder die LEDs von hinten und Verkabelung ist dazu gekommen. Achso, ja, da haben wir noch die Mikromotoren. Die sind auch noch drauf. Gebraucht habe ich dafür gute 2 Stunden 15
6 Tüten wurden verbaut und 116 Bauschritte waren es. Was gibt es zu sagen im Detail? Eigentlich ganz entspanntes Bauen. Viel Systemsteine sind verbaut worden, ganz wenig Technik nur. Die Laufwerke sind ganz okay von der Bauweise her. Es ist nichts Aufregendes, es ist wie gesagt ganz entspannt. Da sieht man ein bisschen Technik darunter. Und das war es dann wieder mit Technik. Oben viel Verkleidung, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Ich muss überhaupt sagen, bis jetzt sehr cleanes Design. Schaut einem echten Caterpillar oder einem echten Bulldozer immer mehr ähnlich. Also taugt mir wirklich, ist echt ganz tolles Bauen. Die 2 Akkus sind hierher gekommen. Da gibt es allerdings ein bisschen Schwierigkeiten bei denen, weil das Kabelmanagement ist nicht so ohne. Es ist die hinteren Kabel, also die hinteren Anschlüsse, gehen alle da seitlich nach vor und da unter dieser Platte ist der ganze Kabelsalat untergebracht. Jetzt ist es so, dass wenn ich beim Motor unten drehe, also was für vorwärts und rückwärts ist, anscheinend ist da ein Kabel im Weg, was bei den Zahnrädern immer ein bisschen anstoßt. Und jetzt kracht's. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich werde wahrscheinlich nochmal das runternehmen hier und nachschauen, ob ich die Kabel etwas anders verlegen kann, weil so gefällt es mir nicht. Und ich möchte auch schauen, dass die ganzen Kabel, die hier seitlich rüber gehen, ein bisschen besser aufgeteilt werden. Vielleicht kann ich ein paar auch hier rüber, weil man sieht, da ist Platz und hier ist keiner und es drückt es auch ein bisschen raus, weil eben so viele Kabel da auf der Seite zurückgehen. Naja, da bin ich nicht so begeistert. Vielleicht mache ich das noch anders und lege halt ein paar auf die linke Seite rüber. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht wirklich was zum Sagen. Es ist relativ schön, das Modell, wie gesagt. Und es macht riesen Spaß, den zu bauen. Hier nochmal von unten das Ganze. Hier die 2 Fahrmotoren und hier die 2 Motoren, die dann hinten zuständig sind für den Aufreißer. Kann ich noch mal kurz herzeigen. Der eine Motor, dieser Antrieb hier, der treibt das kleine untere schwarze Zahnrad an und der andere Motor hier, also dieser, der treibt dann das obere an. Da ist nicht wirklich viel dahinter. Ja, und es geht dann weiter zu den Aktuatoren und das war's dann. Gut. So viel zu Bauabschnitt 3. Der nächste logische ist der 4. Bauabschnitt oder auch D, wie es Kader nennt. Aber der kommt erst beim nächsten Mal. Diesmal sind wir wieder zeitlich sehr weit fortgeschritten. Ich möchte das nicht überstrapazieren, das alles. Und wie gesagt, deswegen gibt es beim nächsten Mal den Bauabschnitt 4 und dann machen wir ihn fertig auch. Danke fürs Zusehen bis jetzt. Hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Wünsche noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.